Namibia 2022. Das heißt für mich das erste Mal Kaokoland, das erste Mal campen und schlafen im Dachzelt. Die letzten 2 Nächte verbrachte ich im Camp Corny, das an der D3700 und direkt am Kunene River liegt, der hier die Grenze zu Angola bildet. Ich durfte mich an einer total schönen Campsite seinem freundlichen Manager Jan und seiner fantastischen Vogelvielfalt erfreuen. Das sanfte Rauschen des Kunene Rivers, der hier die Lebensader für das Volk der Himba auf beiden Seiten der Grenze ist, begleitet mich Tag und Nacht und sorgt für ein echtes Runterkommen aus dem gehetzten mitteleuropäischen Leben. Der Jan hat mir ein frisches Brot gebacken. Einfach nur mit ein bisschen gesalzener Butter. So lecker. Und da nebenan, jebo, da warte ich jetzt, dass meine Glut fertig wird. Das wird sicherlich noch ein Dreiviertelstündchen dauern. Und dann gibt's noch mal das hier. Ich freue mich drauf. Das war so lecker gestern Abend. Ganz fantastisch. So lecker. Nicht sonderlich früh verlasse ich das Camp Corny. Es war eine wunderbare Zeit hier, ganz großartig. Heute ist Freitag, der 14. Oktober und neben mir sitzt Jan, der Manager dieses Camps. Er kennt die Besitzerin des Omunyandi Rest Camps, meiner nächsten Unterkunft. Außerdem liegt sein Haus auf dem Weg und da nehme ich ihn natürlich gerne mit. Branches and leaves from the palms. Are these the Makalani bits? the nuts where the locals do the little art? Ah, It's on the inside of this. yes. But it's a nice top as well, even without the croc. Very peaceful, Yeah. That tree, it can.
Well, thank you, sir. Or ma'am, I don't know. Hi. Wir haben hier nochmal gestoppt, weil hier ist so ein anderer riesiger Baum, wie er auch im Camp Corny war. Und dadurch, dass der Jan da jetzt gerade gelaufen ist, könnt ihr mal sehen, die Dimensionen. Ja, und das war auch mal eine Campsite hier offensichtlich. Hier steht noch ein altes Schild mit einer Preisliste. Auch hier, was für ein fantastischer Platz. He? Hier kann man campen, wenn man hier sein Zelt aufschlägt. So friedlich, nur die Vögel, die man hört, das Rauschen des Kunene-Flusses. Another amazing place, Jan. You see on the other side of this tree, it's also wide and open. Hey, Jan sagte gerade, der Baum ist hier von dieser Seite offen und unten drin liegen 3 Bündel Feuerholz. Fantastisch. Die D3700 bietet immer wieder beeindruckende Panoramen von der umliegenden Landschaft und dem Kunene River. Wir stoppen am Straßenrand unter einem ein wenig schattenspendenden Baum. Da ich weiß, dass Jan raucht, gönne ich ihm eine Zigarettenpause und genieße derweil das Rauschen des Flusses an seinem Ufer. Wir stoppen am Dorsland Track Memorial, von dem wir hier das Denkmal und mehrere Grabstätten sehen. Dorsland Tracker waren Angehörige burischer Farmerfamilien,
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Südafrika vor den britischen Besatzern flohen. Ihr Weg führte sie immer weiter nach Norden mit Vieh, Holzwagen und allem, was sie hatten. Durch unwegsames Gebiet, durch trockenes, heißes Land, bis sie unweit dieser Gedenkstätte bei Swartboysdrift den Kunene erreichten und ihn nach Angola überquerten. She becomes only 17. Dieses nationale namibische Denkmal ist ihrem leidvollen und verlustreichen Weg gewidmet. Der Jan ist so nett und zeigt mir jetzt sein Grundstück, sein Haus, und ich nehme euch mal mit. Hier geht es hoch zu einer riesigen, gemütlichen Terrasse. Guckt euch mal an, wie groß das ist, und alles hier mit diesem schönen Naturstein. Dort ein riesiger Grill, ein alter Holzofen. Ja, und hier geht es auf eine Wahnsinns-Aussichtsplattform, auch gebaut auf solchen Steinsäulen, und ein wunderbarer Blick auf den Fluss, und nicht nur den Fluss, sondern auch das Umland. Und dort oben, ich versuche den jetzt mal ranzuzoomen, da kreist ein Fischadler, ein African Fish Eagle. Yes. Oh, that's the closest. Ein tolles Haus, ein tolles Grundstück. Was für ein Ort, wirklich grandios. Nach rund 20 Minuten machen wir uns auf die letzten wenigen Kilometer auf der wunderschönen D3700, bis es links ab auf das Gelände des Omunyandi Rest Camps geht. Jo, es ist jetzt echt schon gleich 15 Uhr. Heute ist Freitag, der 14. Oktober, und es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich so richtig Hallo sage heute. Heute früh bin ich relativ wortlos losgefahren. Ja, und dann fahre ich natürlich fort, euch hier diese Campsite zu zeigen, denn Omunyandi ist jetzt tatsächlich heute wird meine letzte Campsite sein. Und ich gehe jetzt mal zu dem Ablution-Bereich. Der ist hier. Schauen wir mal. Ja. Hier ist eine Dusche. Ui, und da unten ist die erste richtig fette Spinne, die ich in diesem Urlaub sehe.
Die ist richtig groß, alter Schwede. Okay, ich gebe ihr die Chance, dass sie diese Dusche verlässt. Hier ist eine Toilette. Genau, es gibt auch Toilettenpapier. Hier gibt es auch noch 2 Waschbecken draußen. Ja, so sieht das aus hier. Und das wird jetzt ganz bewusst meine letzte Campsite hier. Und da werde ich das nochmal genießen. Hatte ich schon mal erwähnt, dass in Afrika Instant Kaffee das Leckerste ist, was man trinken kann? An Heißgetränken? Ich glaube noch nicht, oder? Es folgt meine letzte Campingnacht für diesen Urlaub, die ich an diesem schönen Platz sehr genießen werde. Guten Morgen hier von der Omunyandi Campsite. Das Wichtigste seht und hört ihr da. Das Wasser für den ersten Kaffee des Morgens kocht. Dort hinten am Grill versuche ich mir ein paar Toasts zu machen mit der noch heißen Asche. Und wie immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das Wichtigste, das Zelt ist zusammengebaut. Ich lasse es jetzt hier ganz ruhig angehen. Heute Nacht, also am frühen Morgen, es war 4:45 ungefähr, bin ich wach geworden. Da hat es gedonnert und geblitzt. Dort hinten auf der angolanischen Seite kam es dann hier rüber. Werde mich nicht stressen, werde mein Frühstück hier am schönen Kunene River genießen. Und auch jetzt regnet es gerade. Ja, und das ist natürlich ein Segen hier für die Leute. Die freuen sich, die erwarten den Regen sehnsüchtig. Ich kann das Ding ja mal umdrehen, dafür ist es ja da. Oh. Ja, es war eine schöne Zeit hier am Kunene River. Und es war auch eine schöne Zeit zu campen, in einem solchen Auto, in einem solchen Dachzelt zu schlafen. Mein jetziger Eindruck ist, dass ich dem Campen jetzt nicht so die Leidenschaft abgewonnen habe, dass ich bei zukünftigen Namibia-Reisen sagen würde, ich campe jetzt grundsätzlich. Ich würde es aber nochmal machen, einfach weil ich hier in diese Region nochmal möchte. Und ich möchte nochmal an den Marienfluss, ins Kaoko-Land. Ah, not so bad. Was mich auf jeden Fall nochmal reizen und interessieren würde, wäre mal so ein Camping-Erlebnis in Botswana, wirklich im Chobe National Park beispielsweise, wo also keine Zäune es gibt, wo alles an Wildtieren auf der Campsite auftauchen kann, was man sich so vorstellen kann. So, Motor läuft. Es kann losgehen. Ich verlasse jetzt die Omunyandi Campsite, halte noch kurz bei der Hunter an, der Besitzerin, und erledige die Bezahlung. Oh, und dann geht es weiter für mich zunächst Richtung Ruacana und dann immer weiter die Hauptstraße hinunter bis zur
King Nehale Road, King Nehale Gate Road. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Das ist echt ungewohntes Wetter, so ganz stark bewölkt. Richtung Angola ist der Himmel sogar regelrecht dunkel. Es ist deswegen auch angenehm kühl. Und ja, ich fahre jetzt hier auf der C46. Ich dürfte bald in Ruacana sein. Die C46 ist asphaltiert. Ich habe gerade Outapi passiert, eine etwas größere, recht lebhafte Stadt. Ja, und ansonsten ist das hier eine recht eintönige Fahrt hier auf der C46 Richtung Oshakati. Hier seht ihr mal, wie es aussieht, wenn man hier oben so eine kleinere Stadt passiert. Das hier ist jetzt Oshikuku. Meine Fahrt hier auf der C46 ist eher eintönig. Landschaftlich wenig abwechslungsreich erreiche ich schließlich Ondangwa, eine weitere recht große Stadt hier im Norden Namibias. Kurz vor Ondangwa mündete die C46 auf die B1, von der ich nun links auf die D3622 abbiege, die auch als M121 beschildert ist. Auf meiner Strecke habe ich keine Unterkünfte gefunden, die ausgeschildert waren oder mir gefallen hätten. Deswegen fahre ich jetzt zur Ongula Village Homestead Lodge, in der ich bereits 2021 eine Übernachtung verbracht habe und versuche dort mein Glück. Herzlich willkommen in der Ongula Village Homestead Lodge. In den gemütlichen Rundhütten befinden sich ein Doppelbett mit 2 Nachttischen, 2 Sessel, Kaffee- und Teezubehör, eine Klimaanlage, Ablagemöglichkeiten, Steckdosen sowie im hinteren Teil der Hütte das Bad mit WC, Waschbecken und einer halboffenen Dusche. Schaut euch doch mal das Video an aus meiner Serie vom letzten Jahr, wo ich aus Botswana über den Caprivi-Streifen ebenfalls hier in dieser Lodge einen Stopp gemacht habe und mich deswegen so gut daran erinnert habe und meine Weiterfahrt dann in den Etosha Nationalpark über das nördliche King Nehale Gate, so wie ich es dann morgen auch wieder tun werde. Ich habe es wirklich genossen, jetzt einfach mal hier anzukommen, habe gerade eine schöne erfrischende Dusche genommen und freue mich jetzt auf mein Abendessen. Ich habe meinen zweiten Aufenthalt hier sehr genossen und verabschiede mich am nächsten Tag von der tollen Ongula Homestead Crew. Meine Fahrt führt mich weiter auf der hier wenig spektakulären B1 bis hin zum Abzweig der King Nehale Gate Road.
Wenige Kilometer vor dem Kingley-Hale Gate lege ich einen ersten Stopp ein und genieße die Atmosphäre des vor mir liegenden Etosha Nationalparks. Ja, heute ist Sonntag, der 16. Oktober und ich habe hier die Kingley-Hale Gate Road erreicht und ich habe so Lust auf einen Kaffee. Da fiel mir ein, dass ich noch ungefähr eine Portion von diesem leckeren, in Afrika leckeren Instant Coffee bei mir habe und den werde ich mir jetzt einfach machen. Außerdem habe ich jetzt hier an diesem Stop meine Papiere zusammengesucht und ich habe mein Fernglas aus dem Koffer geholt. So, Kaffee gekocht, Kamera auf dem Dach, startbereit. Fernglas liegt dort, Papiere liegen bereit. Es kann weitergehen Richtung Kingley-Hale Gate, Richtung Check-in in den Etosha National Park. So, ich habe jetzt hier die Formalitäten am Kingley-Hale Gate erledigt. Was hier passiert ist, man füllt einfach einen Bogen aus. Und zwar ist das Permit für den Etosha Nationalpark. Ein Tipp für euch, wenn ihr bereits bei Eintritt in den Park wisst, wie viele Tage ihr hintereinander im Park verbringen wollt, einschließlich der Tage, wo ihr außerhalb übernachtet und dann täglich rein und rausfahren wollt. Ihr könnt hier die gesamte Zahl der Tage angeben, einschließlich der Day Visits. Ihr zahlt dann einmal für alle Tage und das hat den Vorteil, dass ihr an den Tagen, wo ihr von außerhalb kommt, das Gate einfach schnell passieren könnt, indem ihr euer Permit quasi im Vorbeifahren nur vorzeigt. Anderenfalls müsstet ihr als Tagesbesucher am Gate jedes Mal ein neues Permit ausfüllen und es im nächstliegenden Camp bezahlen. Das kostet unnötig Zeit und Mühen. Ein erster schöner Stopp hier am Wasserloch Andoni. Ja, ist eine coole Stimmung hier. Ganz still, man hört nichts außer ein paar Vögel, das Plätschern, wenn die Tiere trinken oder mit ihren Hufen durch das Wasser treten. Richtig cool. Wenig später erreiche ich den Abzweig zum Onkoshi Camp. Mit diesem stattlichen Giraffenbullen mache ich euch hoffentlich neugierig genug auf viele tolle Tierbegegnungen im nächsten Teil dieser Videoserie. Let's